Moin aus der Hut. Ja, der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, hä? Da ist doch nicht die Hut da im Hintergrund. Das sieht ja ganz komisch aus. Die Hut ist aber auch kein Ort. Die Hut ist ein Gefühl, ne? Eine Lebenseinstellung. Und wir machen heute einen ganz besonderen Ausflug. Dann nehmen wir euch mit und gucken mal, wen wir da noch dabei haben. Ne? So, jetzt muss ich gucken. Was hast denn du da Schönes? Ha? Das ist eine blanke Bokode für Botnik Custom Bows und Schrubbows. Die bringe ich heute in den Bogenbau gemeinsam mit dir. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Bis später. Wir sind die Hood, kein Ort, sondern ein Gefühl. Eine Crew aus Herz, aus Holz mit Stil. Wir stehen zusammen, weil uns was verbindet. Eine Art zu leben, die im Inneren. Jetzt fahren wir hier, sind von der Autobahn in Tschechien runter, wie es hier aussieht. Hier sind wir im tiefsten Winter gelandet, im böhmischen Zauberwald sozusagen. Spiel mehr als nur ein Name. Hood, Archery, dafür brennt die Flamme. Unsere Philosophie nie. Hier draußen zählt kein Status, nur dein Flow. Die Ruhe wird laut, wenn du in. Wunderschönes von ihm. Gepfefferte Eibe, braune Bokode und Curly Birch. So, wir haben heute das Privileg, wir sind hier in den heiligen Hallen, aber es ist keiner da. In den heiligen Hallen, hier so ein paar schöne Furniere. Hier findet die Magie statt, hier entstehen die Botnikbögen und die Schuhbögen, hier riesengroß, richtig große Werkstatt. Aber ich überfalle jetzt mal den Henry und bitte ihn mal, dass er uns mal hier so einen kleinen Rundumblick gibt. Ja, der ist da auch gerade ein bisschen am Arbeiten. Der Henry bespricht gerade noch so ein paar Kleinigkeiten mit ihm. Gott im Himmel. Bokode. Ich meine, echtes Holz. Das hier, Leute, aus dieser Planke, aus diesem Brett, das ist das Grundmaterial für ein ganz edles Mittelteil aus Bokode. Hier ist wirklich authentische Handarbeit. CNC-Fräse oder so ein Quatsch gibt's hier nicht. Also wenn du hier hinschaust, also das ist das hier. Das ist der Bau der Mittelteile hier. Der Stand, wie viel Prozent Stand der Mittelteile machst du im Moment? 100. Das war eine klare Ansage. 100% der Mittelteile macht er, also lass dich gut daheim pflegen, gell? Bleib immer schön gesund oder was. Und hier, das sind Schablonen für die Mittelteile und das sind alles Vorrichtungen, was wir vorhin in der Aktion gesehen haben, auch wo dann die vorgefertigten Sachen, hier seht ihr schon, vorgefertigte Teile, die dann da eingespannt werden, um mit den dementsprechenden Anschlägen an den Schleifmaschinen in Handarbeit, da haben wir es wieder im Prinzip vorgearbeitet zu werden, damit es dann in die Verleimung gehen kann. Hier, das ist der Mittelteilvorbau. Und da wird mit Vorrichtungen gearbeitet im Endeffekt. Hier wird das Lead-Out gemacht und hier seht ihr im Prinzip, wie das Mittelteil für die Verleimung immer mehr vorbereitet wird. Also das, was ihr gesehen habt beim Mittelteil, daraus und aus ein paar Streifchen, die dann da reingemacht werden, entstehen im Endeffekt dann die Mittelteile. Hier haben wir Bokode und wisst ihr was? Gott, das ist schon ein geiles Holz. Schaut euch das mal an. Das habe ich ganz neu bekommen. Und es gibt es nur bei Botnik Custom Bows und Shoe. Da ist er happy. Ja, hier gibt's schon schöne Sachen zu entdecken. Auch hier, ich gehe jetzt mal ran, ich zeige euch mal was ich jetzt gerade hier, ne, wenn ihr euch sowas hier anguckt, das ist doch White Ebony. ja, ein Und das hier, das ist ein Material, das heißt G10. Das wird verwendet, um Mittelteile zu verstärken. Das ist im Prinzip Phenolharz mit Papier drinnen. In den verschiedenen Farben. okay, Wenn wir jetzt einen ja. Bogen machen müssen, der sagt, ich möchte an den Tipps, da wird es zum Beispiel verwendet, orange Tipps, orange Streifen drinnen. Also hier blau, rosa, weiß, rot, braun. Ja. Also das holen wir, haben wir sehr, sehr gute Beziehungen und das ist das Material, was also verwendet wird, nicht nur um den Bogen optisch aufzuwerten, sondern auch um ihn zu stabilisieren.
weil diese Verleimung mit diesem Material das Mittelteil versteift und auch Gewicht zum Teil mit reinzubringen. Na, jetzt ist er gerade fertig mit dem Mittelteil. Gehen wir doch mal hin, ich zeige dir mal einen Bogen, wie er aussieht, wenn er aus der Form rauskommt. Gell? Ja, sehr gerne. Ja, die verschiedenen Formen, da sind wir jetzt gerade vorbeigegangen, wo die verschiedenen Botnik-Moos Modelle und Schrubos Modelle und Espel-Moos alle hier bei uns gebaut werden. Ja? Und so, wenn wir hergehen, das ist jetzt ein Dakota Carbon, die neue Carbon-Serie von uns, hier in der vollen Breite. So kommt es jetzt. Das ist das Mittelteil. Das sind die Wurfarme, so kommt es aus der Form jetzt raus und geht dann weiter in einen Feinschliff. Und ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Break und gehen dann gemeinsam rüber, wo normalerweise der Feinschliff stattfindet. Ja, also kurzer Kommentar noch von mir. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten das gar nicht so erwartet hätten, weil man sieht ja hier, da ist so eine grobe Form schon gegeben, aber im Grunde genommen ist das noch ein richtig eckiger Klotz. Na, also da findet noch richtig viel Handarbeit statt, also deutlich mehr Handarbeit, als die meisten vermutlich sich gedacht haben, weil Also von hier. da wird nicht einfach nur so ein paar Teile zusammengeklebt und fertig. Nein, Ne? nein, Man nein. sieht, da ist richtig Arbeit. Also von hier bis zum fertigen Bogen sind dann wirklich unsere Bogenbauer, also Stan, wie gesagt, ist sehr viel hier in diesem Bereich im Mittelteil tätig, aber unsere anderen Bogenbauer, und das macht einen guten Bogen auch aus und unterscheidet ihn von einem Wurfholz. Da sind die dann dran, bringen das in Kontur, bringen das in Form und schleifen wirklich nicht nur am Mittelteil, weil das ist ja mehr oder weniger ein statisches Teil. Aber dann, dass die Wurfarme in der richtigen Reihenfolge, jeder Zentimeter muss zur richtigen Zeit arbeiten und den Prozess, die so zu beschleifen, der braucht eine kunstvolle Hand. Wir haben da hinten keine einzige CNC-Maschine, 100% Handarbeit und auch nicht für eine höhere Stückzahl. Nein, werden wir nicht machen. So, wenn du jetzt hier hingehst, da ist jetzt schon einiges passiert. Hier sind die Wurfarme schon ein bisschen beschliffen und wir müssen jetzt im Prinzip aus diesem Mittelteil, aus diesem Klotz heraus, so einen Bogen hier rausbringen. Also das sind zwei verschiedene Bögen natürlich. Das ist ein Fred Espel Bogen, ein Bighorn-Bogen, den wir hier machen. Und dann schnappen unsere Bogenbauer sich dieses Teil hier. So. Und das hier ist die Working Station mit den ganzen Schleifmaschinen, wo dann wirklich unsere Bogenbauer, wir haben da 2 oder 3, die das wirklich hochwertig machen können. Ich sage dazu Freehand Grinding. Die stehen dann da und bewegen den Bogen, wenn du hier jetzt rangehst, an den einzelnen Schleifbändern hier stehen die dran und werden diesen Bogen in diese Form bringen, das Mittelteil, um dann natürlich diesen ergonomisch schön geformten Griff rauszubekommen, der sich in die Hand anschmiegt, wo jeder sagt, wenn er so einen Botnik-Bow nimmt, wow, ist das geil. Das heißt, bei dir ist die Magie, die Qualität in der Verarbeitung, auch die Leistung der Bögen, das nicht irgendwelchen fancy, teuren Maschinen geschuldet, sondern das ist einfach die Qualität der Handwerker. Absolut, schaut Ja. euch das hier an. Hier seht ihr jetzt schon einmal, das ist noch grob, da fehlt noch der Feinschliff, aber das hier ist schon hier an diesen Maschinen, auch die Wurfarme, wenn ihr euch das anschaut, ja, die sind hier an diesen Schleifbändern, werden auch die seitlichen Beschleifungen der Wurfarme in Handarbeit vorgenommen. Also jeder Bogen, deswegen ist auch immer so ein bisschen Unterschied drinnen. Ja. Ich finde es faszinierend, wie präzise die Ja. Jungs das hinbekommen. Gell? Natürlich ist ein kleiner Unterschied, aber die sind verdammt gut in ihrer Arbeit. Hier hast du überall im Prinzip jetzt die verschiedenen Schleifbänder, wo sie arbeiten dran, um dann die Absaugung dann natürlich auch dahinter, das muss auch sein, Ja, ja, klar. wo du dann im Endeffekt den Bogen bis zum Finish, dass dann noch ein bisschen mit ganz feinem Schleifpapier dran gearbeitet werden muss. Hier an den nächsten Tischen gehen wir mal dahin. Hier sind Wurfarme vorbereitet. Hier, das sind 2 Schrubos, die vorbereitet sind.
Hier geht es dann daran, an diesen Wurfarmen zu schleifen, den Tillerprozess zu machen, das Suchgewicht einzustellen. Hier sind dann noch einmal Künstler, die am Wurfarm arbeiten, damit das Suchgewicht passt, damit der Tiller passt und dass sich beim Wurfarm jeder Zentimeter dann biegt, wenn er sich biegen wollen soll, weil nur dann hast du Wurfarme, die wie eine Viper vorschnellen und nicht wie ein Albatros zum Wasser nach unten wackeln mit ihrer breiten Masse und Instabilität, die unnötige Energie schluckt. Ja, und was ich faszinierend finde hier, ich blende jetzt hier nochmal über den Tisch. Hier sind keine fancy Geräte, hier ist nichts irgendwie Maschinen, Hightech. Das ist Handarbeit. Ne? Das ist richtig Handarbeit. Ja. Von wegen hier ne, so, ja, Massenproduktion und so weiter. Nee, natürlich, Ja, wir sagen hier- natürlich baut Botnik Bows eine Masse an Bögen, aber das hat nichts mit Massenproduktion zu tun. Jeder einzelne Bogen ist liebevolle Handarbeit. Wenn du das anschaust, wir haben ja vorhin da hinten diesen schon grob geschliffenen Bogen gesehen. Ja. Das war ein Redmond Carbon und schaut euch den hier an. Ja, das ist wieder ein Redmond Carbon und jetzt ist er schon nahezu fertig, gell? Wenn ihr euch das anschaut hier. Hinten drauf, schwarzes Glas, Ja. vorne drauf, unser schöne- Leistungskarbon, 5-lagiges Carbon. Ja. Und damit ist er fast fertig. Und wenn Sie hier an dieser Stelle fertig sind mit den Schleifen, kommen Sie hier hin. Und dann kommt final die nächste Position. Hier haben wir zwischendrin die Kontrollstation, die Messstation aus der Schweiz für uns ein entwickeltes Gerät. Das haben wir sowohl bei Botnik Archery in Coburg als auch hier natürlich bei Botnik Bows. Das heißt, hier werden die Bögen dann vermessen, ob das Zuggewicht auch passt. Geeichtes Gerät, das heißt, was bei uns draufsteht, passt zu einem richtig hohen Prozentsatz. Menschliche Fehler kommen natürlich mal vor. Gell? Das habt ihr eventuell auch schon gesehen bei unserem Video von der Shrew Challenge. Da hat Henry die andere ja auch immer mit, um da vor Ort nochmal Shrews zu vermessen. Ja, hier kommen wir dann in die Lackierung rein. Hier haben wir die Lackierung mit der Absauganlage. Auch hier, wie ihr seht, hier ist kein Lackierroboter oder sonst was. Das ist Handarbeit. Ja, Ja, und das ist alles, hier ist richtig Qualität. also wir haben da wirklich einen ganz, ganz hochwertigen Schweizer Lack, der hier verwendet wird und der Lackierprozess bis vom ersten bisschen Lack, was auf den Bogen kommt, bis dahin, wo man sagt, und jetzt können wir in eine Tüte rein, damit er zu Botnik Archery kommt, da sind 2 Tage dazwischen mit den Trockenprozessen oder sowas. Natürlich kann man das beschleunigen, die ganze Angelegenheit, aber je mehr ich das beschleunige, um auf Masse zu gehen, desto instabiler wird der Lack und desto leichter lässt sich der beschädigen. Und deswegen sagen wir, lieber weniger Bögen, aber dafür natürlich auch in der Lackierung, nicht nur beim Schliff in der Handarbeit, sondern auch hier bei der Lackierung auf Qualität, auf Stabilität. Wenn sie hier gemacht sind, dann landen sie hier. Ich habe wieder was gelernt. Nicht nur Schweizer Schokolade, sondern auch Schweizer Lack. Das wäre jetzt, Ja. ja, wenn wir uns das ja. anschauen, das ist jetzt so ein Redmond Carbon. Ja. Ja. Jetzt ist er lackiert. Ja, hier ist jetzt gerade das Licht nicht, aber doch, man sieht's top. Ja, jetzt strahlt das schön. Ja, das ist dann das fertige Endprodukt, ne? Ja, faszinierend. Also ich find's genial. Oh, Henry, ich muss jetzt einfach schon mal das spoilern, was du gerade draußen gesagt hast. Es wird auch passieren, dass irgendwann im Laufe des Jahres ich hier meinen eigenen Bogen bauen werde. So. Komm, ich halte mal. Hier. Ja, No, das heißt- Mike Hood Archery. Dann werde ich ein paar Tage hier vor Ort sein, meinen eigenen Bogen selber bauen, natürlich mit Hilfe. Und das werde ich dann für euch begleiten, dass ihr dann Schritt für Schritt den Bau meines Bogens mit begleiten könnt. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich finde es genial. Also für mich war es ein tolles Ding. Ich weiß nicht, hast du noch was? Sonst sind wir. Ja, hier wird die ganze Angelegenheit dann verpackt. Ja. Und dann wird es von mir oder vom Tom Botnik oder ein Mitarbeiter vom Botnik Archery abgeholt, geht zu Botnik Archery oder zu einem der Fachhändler wie Hood Archery oder Scheibenpanik oder. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja. Gibt es natürlich einiges mehr, aber es geht dann zu einem der Fachhändler raus, um den Weg dann am Ende zu euch, zu den Bogenschützen und zu dem Bogenjäger zu finden. Botnik Bows, reine Handarbeit, so wird es hier gemacht. Ist natürlich auch schön, ne? Wenn immer einer von euch, Tom oder du, hierher fährt
dann ist auch regelmäßig der persönliche Kontakt. Ihr seid vor Ort, ihr könnt die Sachen persönlich durchsprechen. Also ihr wird nicht einfach nur zugeschickt, sondern immer, Nein. dass auch der persönliche Kontakt eng bleibt, dass ihr immer auch am Puls der Zeit seid. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber dass man immer schön eng beieinander ist. Naja, wir müssen uns ja da gibt es ja laufend, ich sag mal, Anforderungen, das heißt Furniere, das heißt das Carbonlaminat, was wir letztes Jahr neu implementiert haben, und das besprechen wir direkt mit Stander, mit dem Fertigungsleiter, mit dem Geschäftsführer hier, natürlich mehr oder weniger jede Woche, wenn es irgendwelche Schwankungen gibt, wo man sagen, die Klarheit des Glases und das wird unmittelbar von uns direkt besprochen. Wir sind hier am Nabel dran, und über die Kurse, die ich gebe im instinktiven Bogenschießen natürlich, und über unsere Turniere, Botany Bowhunter Challenge, Rubo Challenge, sind wir auch an euch, an den Bogenschützen und den Bogenjäger unmittelbar dran, um zwischen der Produktion und der Anwendung, weil wir sind ja auch die Anwender, wir Ja. sind ja auch leidenschaftliche Ja. Bogenschützen, immer den direkten Kontakt und unmittelbaren Informationsfluss zu gewährleisten. Aber auch da könnte man ja heutzutage erwarten, da wird dann irgendwie so ein Online-Videocall gemacht und dann wird der Kram verschickt. Nein, hier ist der persönliche Kontakt. Hier wird auch immer noch mal vor Ort alles selber noch mal angeguckt, besprochen. Och, guck mal, ich glaube, Eddie ist eingeschlafen. Aber gut. Herrlich. Ja, ganz, ganz lieben Dank.